Ja moin, in diesem Video wollte ich ein Beispiel zeigen, was man so Cooles mit PowerShell machen kann. Und zwar eine Alternative zum klassischen Tree-Befehl. Falls ihr den Tree-Befehl noch nicht kennt, damit könnt ihr in der klassischen Eingabeaufforderung oder auch schon früher unter DOS eine Verzeichnisstruktur visualisieren. Und zwar in Form von so einem Tree, also einem Baum. Und eine Alternative zu diesem klassischen Tree-Befehl ist das PS-Tree-Modul von SantiSQ. Das Modul ist kostenlos und Open Source, gibt es auf GitHub bzw. in der PowerShell Gallery. Je nach System gibt es verschiedene Varianten, wie ihr das Modul installieren könnt. Ich habe jetzt hier noch Windows PowerShell 5.1 und deswegen nehme ich den Install Module Befehl. Und um das Modul systemweit zu installieren, starte ich jetzt hier einmal eine PowerShell bzw. ein Terminal mit Adminrechten und füge den Befehl einmal ein. Die ganzen Abfragen, die dann kommen, die bestätige ich einmal, also mit J für Ja. Und dann leere ich mir hier einmal den Bildschirm mit Clear Host. Und dann kann ich jetzt den neuen Befehl get pstree ausführen. So, und das sieht schon mal ein bisschen anders aus als das, was wir eben in der klassischen Eingabeaufforderung hatten. Denn wir sehen jetzt hier auch die Größe von den Ordnern, wir sehen auch Dateien, die da drin sind und so ein bisschen Farben gibt es hier auch. Es gibt aber auch noch ein paar Parameter, mit denen wir die Ausführung von dem Befehl anpassen können. Zum Beispiel können wir mit "-directory" sagen, dass wir nur Verzeichnisse sehen wollen. Das ähnelt dann so ein bisschen mehr der Ausgabe vom klassischen Tree-Befehl. Also ich führe es einmal aus, get pstree und dann Leerzeichen "-directory. Und jetzt sehe ich hier nur meine Verzeichnisse, aber die Größe von den Verzeichnissen sehe ich trotzdem. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Tiefe einzustellen, also in wie viele Ordnerebenen wollen wir noch weiter runtergehen, dass vielleicht noch versteckte Dateien angezeigt werden sollen. Es kann gefiltert werden anhand von irgendwelchen Dateiendungen, was auch immer ihr wollt. Schaut am besten dafür in die Hilfe, also in die Dokumentation zu dem Modul rein. Das Modul hat aber auch noch einen weiteren Befehl mit dabei, nämlich get pstree registry. Und damit können wir uns so einen Verzeichnisbaum auch für die Registry anzeigen lassen. Und das finde ich richtig cool, weil das gab es nämlich mit dem klassischen Tree-Befehl gar nicht. Gut, wenn ich einen Registry-Zweig hier angeben möchte, dann mache ich das zum Beispiel mit HKCU für HKey Current User und dann sage ich mal, Software möchte ich gerne sehen und gucken uns das mal an. Oh, das ist einiges, was an Daten da kommt. Das sollten wir vielleicht ein bisschen einschränken. Ich gebe ihm nochmal mit "-def" und dann 2 mit, dass wir nur 2 Ebenen runtergehen wollen. Gut, ist immer noch recht viel, aber ich scroll mal ein Stück nach oben und dann könnt ihr es hier so ein bisschen erahnen. Gut, ich scroll mal noch ein bisschen runter, bis hier ein bisschen was mehr kommt. Zum Beispiel der OneDrive Key. Da sehe ich, da sind dann so verschiedene D-Word-Einträge und String-Einträge und so weiter darunter. Wir können ja einmal vergleichen, wie es in regedit sonst aussieht. Genau, also hier ein bisschen nebeneinander. Ist jetzt hier in dem pstree-Befehl nicht alphabetisch, aber die gleichen Einträge sind hier trotzdem vorhanden. Falls ihr stattdessen was aus HKey Local Machine anzeigen wollt, dann müsst ihr HKLM angeben und dann den Pfad, den ihr haben wollt, oder hier direkt vom Root aus. Ich sag mal def1, kriegt dann hier mein Ergebnis, aber auch einmal Zugriff verweigert, weil es gibt da nämlich auch einen Bereich Security. Da darf ich trotz Adminrechte nicht einfach so rein. Das ist aber keine fehlerhafte Implementierung jetzt irgendwie von dem get pstree registry Befehl, sondern das liegt wirklich an den Berechtigungen jetzt hier von dem Security-Zweig. Also wenn wir hier reingucken, Berechtigung, Administratoren, ne, gibt es jetzt hier nicht, nur das System darf da richtig rein mit Vollzugriff. Und das war schon alles, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Wenn ihr das Modul interessant findet, dann schaut es euch, wie gesagt, auf GitHub oder in der PowerShell Gallery an. Und ansonsten lasst auch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere PowerShell-Tipps und Beispiele, die ihr auch in dieser Playlist hier finden könnt. Danke fürs Reinschauen, haut rein!